Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um das Thema Gym-Apps. Und zwar geht es um das schöne Wiederholen von Sätzen bzw. von Wiederholungen. Ich habe früher, schon ein paar Jährchen her, relativ streng nach Plan trainiert im Fitnessstudio und habe damals die App Fitness Point genutzt. Die habe ich auch gekauft und habe sie jetzt aber die letzten Jahre nicht mehr benutzt. Und ich habe sogar über die Fitness Point App mal einen Blogbeitrag verfasst, den ich jetzt aber auch im Zuge dieser Recherche dann entfernt habe. Die letzten Jahre hat sich mein Fokus beim Thema Sport auch eher in Richtung Laufen fokussiert. Ich war trotzdem jede Woche im Gym, aber ich habe irgendwie so mein Standardprogramm abgespielt. Die Gewichte haben sich jetzt auch nicht großartig erhöht, hatte auch immer wieder Verletzungsprobleme und habe dann immer wieder von vorn angefangen und habe eigentlich nicht mehr getrackt. Was ich tatsächlich mal benutzt habe zwischendurch, war die App The Pump von Arnold Schwarzenegger. Die fand ich auch ganz cool. Die kostet aber auch ein bisschen was. Ich weiß nicht, 80, 100 Euro im Jahr. Aber das ist nicht nur so eine Fitness-App, das ist eher so eine Lifestyle-App. Aber ganz interessant, kann man sich mal anschauen. Und jetzt bin ich in einem neuen Gym und die haben mir da direkt einen Trainingsplan erstellt. Und ich habe gedacht, komm, Fabian, ziehst du mal durch, machst du mal diesen Trainingsplan mit. Und ich habe tatsächlich auch keinen Bock, immer mit so einem Zettel durch die Gegend zu laufen im Fitnessstudio und mit einem Stift und dann immer alles einzutragen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Fabian, du hast doch diese App hier gehabt, Fitness Point, schau dir die doch mal an, beziehungsweise schau doch mal, was es noch so für Apps gibt. Ich kann ja dann noch mal daraus vielleicht mal irgendwie eine Empfehlung machen für andere, was sie sich für Apps ja, runterladen können, was ich da empfehlen kann. Und ich persönlich hatte mehrere Kriterien an die App, die ja, so eine App erfüllen muss oder so viele Anforderungen wie möglich. Das erste ist die Kosten. Das Abo sollte nicht mehr als 5 Euro im Jahr kosten oder ein fairer Einmalpreis. Es sollte möglich sein, jede Art von Übung einzufügen und die grobe Muskelgruppe anzugeben, ohne dass man ein Abo abschließen muss, um weitere Übungen manuell hinzuzufügen. Und es sollte die Möglichkeit geben, Notizen für eine Einheit zu hinterlegen. Das heißt, dass ich reinschreiben kann, hey, nächstes Mal das Gewicht rauf, nächstes Mal das Gewicht runter, achte auf den Rücken oder so. Also halt Notizen, die man sich schnell machen kann. Was ich auch gerne hätte, wäre die Analyse der Trainingsdaten, dass man Graphen sehen kann oder Entwicklungen und die Erstellung von Trainingsplänen mit der Option, Übungen pro Training hinzuzufügen oder wegzulassen. Das heißt, ich habe irgendwie meinen Standardtrainingsplan und dann sage ich jetzt, hey, heute möchte ich aber noch Bizeps Curls hinzunehmen. Das adde ich jetzt mal. Oder ich sage, hey, heute fallen Bizeps Curls aus meinem Standardtrainingsplan. Das möchte ich jetzt rauslöschen. Also ich möchte eine gewisse Flexibilität in diesem Trainingsplan haben. Und was auch noch hinzukommt, das geht zum Beispiel bei der Whoop-App nicht so richtig, dass man frei entscheiden kann, in welcher Reihenfolge man die Übung macht. So, wenn ich jetzt hier so zu Hause bin, dann kann ich machen, was ich will. Aber im Fitnessstudio sind ja häufiger auch mal Geräte besetzt und dann braucht man eine gewisse Flexibilität. Zuerst habe ich mir tatsächlich die Fitness Point App wieder runtergeladen. Und dann habe ich mir das erstmal angeschaut und habe gemerkt, oh, die ist ja noch in den Charts. Und war da schon ein bisschen verwundert, dass die App, die ich schon vor, weiß ich nicht, 10 Jahren genutzt habe, immer noch so weit oben ist. Dann habe ich aber auch sehr schnell festgestellt, dass, obwohl die in den Charts so weit oben ist, es seit über 2 Jahren einfach gar kein Update mehr gab für die App. Und es gibt irgendwie zweimal dieselbe App im App Store. Und wie gesagt, ich hatte die gekauft und irgendwie kann ich auch beide in der Vollversion nutzen, aber irgendwie habe ich den Unterschied nicht verstanden. Im Prinzip erfüllt die App immer noch alle Anforderungen, aber die App ist mittlerweile einfach total voll mit Werbung. Also erstmal wird einem immer irgendwie irgendwelche Trainingspläne werden einem verkauft, also es wird einem ständig irgendwas angedreht, obwohl ich persönlich ja dafür auch schon mal bezahlt habe. Und dann will ich irgendeinen Satz eingeben und plötzlich kommt Werbung. Also da ist das Google Ads Netzwerk eingebunden, die Display Ads. Und dann muss ich einfach Werbung sehen. Ich denke mir so, ey, ich habe dafür bezahlt. Ich weiß, das ist 10 Jahre her, aber keine Ahnung, warum sehe ich jetzt plötzlich Werbung? Also mein Gefühl ist, dass der Entwickler die App nicht mehr weiterentwickelt und da jetzt halt noch
Kohle rauszieht und sich freut, solange Leute diese App runterladen und dann halt schön Werbeeinnahmen damit generiert. Aber dafür ist die App für mich dann gestorben, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil sie prinzipiell alle Funktionen bietet, die ich haben möchte. Dann habe ich als nächstes die App Strong getestet. Was mir da positiv gefallen hat, ist das Design. Es ist sehr modern. Ich habe erstmal direkt ein Training erstellt, das hat auch gut funktioniert. Ich konnte sogar eigene Übungen hinzufügen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also an sich hat mir die App gut gefallen. Jetzt kommt nur das Problem, es ist einfach super teuer. Also man hat mehrere Möglichkeiten, ein Abo abzuschließen. Man kann entweder sagen, also auch monatlich, aber jetzt so, wenn man weiß, ich benutze das länger, dann kann man pro Jahr oder kann man die abschließen für 40 Euro pro Jahr. Und dann gibt es auch eine Lifetime-Lizenz für 100 Euro. Also ich verstehe, dass manche Tools 100 Euro kosten und ich persönlich bin jetzt auch niemand, der bei Apps und bei Abos geizig ist. Also allein wie viel Geld ich schon für irgendwelche Plugins für Final Cut ausgegeben habe und ich kaufe wirklich bestimmt jeden Monat eine App, weil ich das einfach mag, gute Apps zu kaufen. Aber für eine Trainings-App, die nicht viele Funktionen hat und wo man jetzt auch nicht so super viel weiterentwickeln muss, finde ich 100 Euro einfach sehr, sehr teuer. Also alles zwischen 5 und 20 Euro, okay, eigentlich so 5 bis 15 Euro. Oder nimm, wie gesagt, diese 5 Euro im Jahr, dass du deine Entwicklungskosten reinbekommst. Aber 100 Euro, nein, da bin ich auf jeden Fall raus. Notizen sind übrigens bei dieser App auch möglich, aber ich musste das etwas suchen. Ich habe es tatsächlich erst entdeckt, als ich für das Review nochmal durch die Apps durchgegangen bin, um mir alles aufzuschreiben. Und dann habe ich die Notizen-App entdeckt. Ja, und dann habe ich mir eine weitere App angeschaut, und zwar habe ich mir die App Gymbook angeschaut. Was mir erstmal richtig gut an der App gefällt, ist das Ende der App, denn am Ende der App gibt es so eine Anzeige, wo das ganze Training zusammengefasst wird. Also man sieht dann vor allem, welche Muskelgruppen man trainiert hat und ob man jetzt dann auch wirklich ein Ganzkörpertraining gemacht hat, ob man eher sich auf die Arme, auf die Beine fokussiert hat. Also das wird einem dann noch einmal grafisch angezeigt. Und das hat mir tatsächlich wirklich sehr, sehr gut gefallen, diese Darstellung am Ende. Es gibt auch kostenlose Analysen in der App. Das ist möglich und das finde ich auch ganz cool. Also das ist eigentlich die einzige App, die mir, ohne etwas zahlen zu müssen, Analysen anzeigt. Was mir halt überhaupt nicht gefällt, ist das Interface. Das ist für mich, das ist gar nicht altbacken unbedingt, aber es ist für mich nicht selbsterklärend. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Es war für mich zu kompliziert und jedes Mal dachte ich, ich hätte das machen müssen und dann habe ich es wieder vergessen. Und wenn ich gerade im Gym bin, dann will ich auch da nicht drüber nachdenken. Ich will das einfach eintippen, intuitiv und mich nicht mit der App so viel auseinandersetzen. Na klar, einmal Eingewöhnungsphase, aber ich habe es jetzt dann auch nach mehrmaligem Nutzen einfach nicht, ja, es war für mich nicht selbsterklärend. Und für mich ist tatsächlich die Notizenfunktion aktuell eine sehr wichtige Funktion, weil ich im Moment die Gewichte regelmäßig erhöhe. Und die Notizen findet man dann aber nicht beim nächsten Mal irgendwie zum Beispiel direkt als Anzeige oder wenn man dann auf die Übung draufklickt, dass man die irgendwo sieht. Nein, man findet die nur in den Logs, also in der Zusammenfassung meiner alten Trainings. Das heißt, ich müsste dann immer bei jeder Übung in ein altes Training springen, durch das Menü huschen und dann das finden. Und das war mir zu kompliziert und ja, das war ein bisschen schade. Der Preis ist tatsächlich hier fair, also in meinen Augen der fairste Preis von allen Apps hier, außer man sagt, ja, Fitness Point, da gönne ich mir halt die Werbung, dann ist das halt so. Die Apps kostet im ersten Schritt gar nichts und wenn man alle Add-ons kaufen will, dann kostet sie 10 Euro. Und das finde ich total fair. Also wenn man für einen Einmalkauf 10 Euro bezahlt, vollkommen okay. Kann ich mit leben, aber wie gesagt, die Notizenfunktion ist wirklich sehr stark versteckt und war dann für mich am Ende persönliches Ausschlusskriterium. Die App, mit der ihr mich jetzt am häufigsten im Fitnessstudio seht, beziehungsweise dauerhaft, ist die App Webcount. Die zählt jede meiner Wiederholungen, beziehungsweise ich zähle alle meine Wiederholungen in dieser App. Die App kostet erstmal gar nichts. Also in der Standardversion ist sie for free und darum nutze ich sie auch erstmal.
Sie erfüllt aber trotzdem nicht alle meine Anforderungen, denn zum Beispiel kostet die App in der Pro-Version 30 € im Jahr und das ist für mich zu viel Geld. Ich zahle nicht 30 € im Jahr für eine App, die meine Wiederholungen zählt. Und das Wichtigste eigentlich ist an der Pro-Version, dass man dann die Analysen sieht. Die bekomme ich wirklich nur für die mit der Premium-Funktion. Es gibt auch noch andere Funktionen, die freigeschaltet werden. Ich glaube so Supersets und sowas. Aber das waren Sachen, die für mich nicht so wirklich relevant sind. Ich kann mit der App eigentlich alles machen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, aber halt keine Analysen sehen. Man kann natürlich sagen, hey, dann kaufe ich mir mal ein Monatsabo, das kostet ein paar Euro. Dann kann ich das letzte Quartal oder den letzten Monat oder das letzte Jahr meine Analysen einmal fahren. Das kann man dann gerne machen, aber so sieht man die nicht. Ansonsten ist es für mich tatsächlich der einfachste Weg, um mein Training zu tracken. Ich finde die App einfach erstmal super clean, super übersichtlich. Sie ist für mich persönlich die intuitivste App. Ich konnte super schnell meinen Trainingsplan erstellen. Ich konnte Trainingseinheiten bzw. Übungen relativ schnell hinzufügen. Das lief sehr, sehr gut. Und was für mich hier tatsächlich, und ihr merkt wieder, wo mein Fokus liegt, sehr einfach geht, ist das Sehen und Erstellen von Notizen. Denn man hat die Kilogrammanzahl, man hat die Anzahl an Wiederholungen und daneben stehen die Notizen. Und wenn ich jetzt dann halt schreibe, okay, nächstes Mal 60 Kilo, dann bleibt das dort stehen. Und wenn ich dann ins nächste Training gehe, steht das da und dann kann ich das halt wieder überschreiben. Also im Endeffekt ist die Notiz eine dauerhaft gespeicherte Information, die nicht einmalig da ist, sondern die halt dauerhaft stehen bleibt und die kann ich dann halt überschreiben. Meiner Meinung nach kann ich die auch in den Logs dann quasi sehen, was ich damals geschrieben habe, aber er speichert fürs neue Training immer den letzten Stand. Und jetzt erlebt ihr mal wieder einen harten Cut, weil mal wieder meine Speicherkarte voll war und ich das nicht gemerkt habe, dass er aufgehört hat aufzunehmen. Ja, aber wir waren auch schon fast am Ende. Also, wie gesagt, die Notizen kann ich auch im Log sehen, aber ich sehe dann quasi auch immer den aktuellsten oder ich sehe dann quasi immer die letzte Notiz und kann dann die überschreiben für das aktuelle Training, sehe sie aber in der Vergangenheit in meinem Log noch, was es super simpel macht. Für mich aktuell ist es die App, die ich nutze, die ich empfehlen kann. Der Preis für das Premium-Abo ist vollkommen übertrieben. Das sollte niemand zahlen und ich hoffe auch, dass generell App-Entwickler aufhören, so horrende Abo-Gebühren pro Jahr zu nehmen. Es ist vollkommen okay, eine jährliche Gebühr zu nehmen von, gerade bei so einer App, irgendwie von 3 bis 5 Euro, um das alles am Laufen zu halten. Aber nicht 100 Euro im Jahr oder 30 Euro im Monat oder was auch immer die alle irgendwie da, oder auch 30 Euro im Jahr, ist einfach vollkommen übertrieben. Genau. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte, die für euch passende App fürs Fitnessstudio zu finden. Lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, lasst gerne ein Abo da und wie gesagt, wenn ihr irgendwas noch habt, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, wenn euch irgendwas gefallen hat, wenn ihr irgendwas diskutieren wollt, wenn euch eine App fehlt oder so, dann kommentiert gerne. Ich antworte so gut wie auf jeden Kommentar und freue mich auch immer, wenn es neue Kommentare gibt.